Madame ist auch schon da? Mausi, was haben wir jetzt eigentlich für einen Monat? Das weißt doch ich nicht. Wieso? Nur so. Man fragt halt. Sie glaubt aber, dass wir da drüber hupfen, aber so blöd sind wir nicht. Jetzt kommt der Brei. So gut. So, jetzt gehört er aber mir. Du, Flo, wenn hinten kein Mensch mehr dranhängt, dann bringt dir das gar nichts. Verstehst? Geh, was du nicht sagst. Da kommen ja schon die Vitamine. Wir müssen ja viel Vitamine essen, weil wir können die nicht selber, sagen wir, in unserem Körper machen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber sie hat uns das halt so erklärt. Also, ihr seht, ich bin immer nur ihr Lieblingsmotiv. Und jetzt schaue ich auch wieder schöner aus, weil meine Lippen ist schon besser jetzt. Aber ich muss sagen, ich putze mich auch immer recht brav. Und für alle, die das jetzt nicht wissen, wir haben in die Augen so eine weiße Milch. Und das ist, sagen wir, unser Putzmittel. Das machen wir selber in unserem Körper. Also ich will nur sagen, das ist ganz normal. Das hat Gott voll praktisch gemacht. Das Zwerge, die redet und redet. Was die zusammenredet einen ganzen Tag. Ja. Also bei ihr ist es so, die sieht eine Kamera, ja, und dann fängt sie sofort zu reden. Weil sie will ja schon über etwas da sein. Ich rieche schon Erbsenflocken. Weil wie kommt, die sind die von der neuen Firma. Die sind viel besser. Die sind auch schon viel grüner. Da konnte ich am liebsten möchte ich da reinkreuen ins Glas. So gut. Flo, gell, ich sag das nur, das hat keine Vitamine. Das brauchst du eigentlich gar nicht essen. Na gut. Und warum isst das dann du, Fips? Ja, nur das Wegkommen, verstehst? Ach so, ist auch nett von dir. Ja, finde ich auch. Okay, ich geb's zu, das war jetzt ein bisschen gemein von mir. Aber Flo, die glaubt an Neues. Aber Fips, ich glaub das nicht. Mich kannst du nicht austricksen. Meine Mädels. Ja, Figurprobleme haben ja mir da herinnen Gott sei Dank nicht. Irgendwas haben die drinnen, dass man nicht aufhören kann, sagen wir. Sagen wir, auch wenn man jetzt will. Also ja, ich bin jetzt leider schon wieder in Behandlung, aber wegen ganz was anderem. Weil bei meinem Auge, da passt was nicht. Dafür ist meine Lippen jetzt schon viel besser, wegen der Creme, was man da immer aufschmiert. Gott sei Dank. Aber das mit meinem Auge, das ist wirklich blöd. Also, sie war ja mit mir beim Doktor und die Doktorin hat gesagt, das ist ein grauer Star. Und also ich sehe jetzt gar nichts mehr. Und leider kann man da auch gar nichts machen, hat sie gesagt. Aber ich habe ja Gott sei Dank nur ein zweites Auge. Und dann schaue ich halt durch das durch. Wird schon irgendwie gehen. Ich meine, es tut nicht weh, Gott sei Dank.
Aber ich sag die anderen da nichts davon, weil dann tricksen sie mich aus. Die brauchen das gar nicht wissen. So, das dann alle Meerschweinchen. Wir verstecken immer unsere Krankheiten. Also, das ist für uns voll was Geheimes, sagen wir. Also, oft merken ja die Menschen lang nicht, wann uns was fehlt. Ich weiß auch nicht, warum wir das dann irgendwie blöd. Leo, warum tun wir das eigentlich? Zwerge, ich will jetzt nicht reden. Verstehst? Ich bin schon müde heute. Wir reden morgen, okay? Aber nicht vergessen, gell? Nein, versprochen. Okay. Dann suche ich mir jetzt auch einen Schlafplatz, einen warmen. Gute Nacht, Fips. Gute Nacht, Zwergi. Du, Leo, nur mehr eine Frage. Können eigentlich wir Meerschweinchen schnarchen? Zwergi, da reden wir auch morgen drüber, okay? Gut, aber nicht vergessen.